Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mit beim Kofferpacken. Meine große Tochter und ich, wir fliegen am Donnerstag nach London bis Sonntag und wollen dabei natürlich auch noch ein paar Weihnachtsgeschenke einpacken. Das heißt, wir werden nicht nur mit Handgepäck reisen, sondern mit einem großen Koffer, den wir aufgeben. Aber selbstverständlich wollen wir uns den großen Koffer nicht komplett vollpacken, sondern Raum lassen für das, was wir dann da einkaufen und finden. Also deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal, wie ich für so einen 4-Tagestrip packe. Und es geht los, dass ich euch etwas zeige, was ich mir vor 2 Jahren besorgt habe und was ich sehr, sehr praktisch finde zum Packen. Und zwar sind es solche Teile. Die sind jetzt ein bisschen auseinander, aber die gibt es natürlich, kommen die so zusammen. Das sind so Nylonsäcke mit Reißverschlüssen oben drauf und in diese Säcke kann man ganz wunderbar die Sachen einsortieren und die Säcke dann in den Koffer legen. Was ich daran total praktisch finde, ist dass es der Koffer ordentlicher aussieht und im nächsten Schritt, dass man, wenn man dann im Hotel angekommen ist, einfach diese Teile hier in den Schrank legen kann, ohne jetzt alles komplett auszupacken. Man kann die Sachen darin sortieren, das heißt, ich packe jetzt hier in so kleineres, beispielsweise meine Unterwäsche und Socken rein. Dann gibt es hier diese größeren, die haben hier auch so Gurte, wie in den Koffern selber auch, wo man das zusammen machen kann. Dann gibt es eben eins für Oberteile, eins für Hosen. Es gibt hier solche auch noch, die sind so komplett zu. Da kann man noch ein paar Schuhe reinmachen, dann ist der Koffer oder das, was im Koffer ist, natürlich auch ein bisschen geschützt von den Schuhen. Oder hier gibt es auch noch solche, das sind so wie Art Kulturbeutel, die man jetzt natürlich als Kulturbeutel benutzen kann. Oder ich nehme die dann auch gerade so für Haarbürste oder auch Medikamente. Also wenn ich jetzt 4 Tage wegfahre, nehme ich klassischerweise mit Kopfschmerztabletten, also ein Ibo, wenn man irgendwie Kopfschmerzen bekommt, ein Nasenspray, irgendwie Hustentabletten oder Hustenbonbons. Ja, und ein paar Pflaster, das reicht ja meistens, da kommt man ja schon durch, wenn irgendwas sein sollte. Das ist auch mehr, sag ich mal, oft so ein Sicherheitsgefühl, aber mir ist es lieber, ich habe es dabei, als wenn man dann irgendwie rumlaufen muss mit Kopfschmerzen und irgendwo in der Apotheke suchen muss. Ja, also diese Teile finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Die kommen meistens in so einem, ich meine, 8er-Set. Ich brauche da nicht immer alle von. Wir teilen die uns hier auch in der Familie dann ein bisschen auf. Aber die kann ich wirklich empfehlen, sind sehr, sehr praktisch. Sind auch nicht wirklich teuer. Ja, dann noch dazu, dass ich neben dem Koffer natürlich ein Handgepäck dabei habe. Und da nehme ich hier immer meinen blauen Krankenrucksack mit von Fjällräven. Den finde ich extrem praktisch, weil viel reingeht und der trotzdem nicht so riesig ist. Allerdings, wenn ich dann in der Stadt unterwegs bin, finde ich den Rucksack wiederum unpraktischer, weil der ja dann doch hinten ist. Wenn es jetzt sehr, sehr eng ist in den Straßen, kann jeder natürlich den Rucksack aufmachen und mir was rausnehmen. Finde ich dann ein bisschen schwierig. Deswegen nehme ich immer noch hier diese Tasche mit. Diese Tasche ist eine Crossbody Bag von COS. Die habe ich jetzt ungefähr ein Jahr und die ist wirklich super. Ich kann hier oben am Riemen verstellen, wie weit ich die haben will und dann hängt man die sich im Prinzip hier so um. Die ist ganz, ganz weich und slouchy und man hat sie halt direkt vorne und direkt am Körper. Und der große Vorteil davon ist, dass die hier einen Reißverschluss hat und ziemlich groß ist, obwohl die gar nicht so groß aussieht. Also man kriegt richtig was rein. Also man kriegt auf jeden Fall Portemonnaie rein, Handy rein, man kriegt sogar die kleine Kamera rein. Also das ist schon richtig klasse, das Teil. Und der Vorteil ist eben auch dadurch, dass die so slouchy ist, kann ich die kleinen machen, in den Koffer machen und die nimmt dann auch im Koffer einfach wenig Platz weg. Und ich habe immer eine Tasche, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch abends mal ins Theater gehe, will ich jetzt nicht da mit dem Rucksack ankommen. Also das ist die Go-To-Tasche für Urlaub und Kurztrips für mich. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Sachen, die ich einpacke. Logischerweise Unterwäsche für 4 Tage, Socken für 4 Tage und einen Schlafanzug. Das brauche ich euch jetzt hier nicht zeigen, das ist eigentlich klar. Und das, was ich jetzt dann sonst noch mitnehme, ist also hier eine Jeans, die ich
mitnehme und dann ziehe ich eine Jeans auf den Flug an, also oder eine bequeme Hose. Die Jeans, die locker sitzt, in der man sich wohlfühlt, weil ich finde es gerade im Flugzeug irgendwie sehr unangenehm, wenn man so enge Klamotten anhat oder wenn man irgendwas anhat, was nicht gut sitzt. Ja, also eine Hose auf den Flug und dann nehme ich hier noch eine Jeans mit. Dann habe ich 2 Hosen. Falls eine dreckig wird oder was weiß ich, habe ich immer noch eine Ersatzhose. Ja, und damit bin ich, glaube ich, dann ganz gut ausgerüstet. Und dann kommen wir schon zu den Oberteilen. Bei den Oberteilen habe ich einmal hier so ein weißes Longsleeve von Petit Bateau. Das ist aus Baumwolle, ganz weiche Baumwolle, die mag ich sehr gerne. Und eigentlich fast genauso, hier jetzt von Organic Basics, das ist jetzt so ein Longsleeve in Grau. Die Longsleeves finde ich einfach super, weil man die extrem gut kombinieren kann. Die kann man so anziehen unter einen Mantel, man kann die unter einen Pullover anziehen, sollte es jetzt doch richtig kalt werden. Ja, und dann habe ich ein Sweatshirt mit. Das ist hier so ein relativ oversize graues Sweatshirt von Arket. Finde ich, geht auch immer und sieht zu einer Jeans eigentlich auch immer ganz okay aus. Dann habe ich dieses Teil hier mit. Das ist auch von COS, das ist auch recht boxy und oversize geschnitten, hat hier vorne so einen Polokragen und eine Knopfleiste und darunter ziehe ich dann immer noch so ein hochgeschnittenes Tanktop drunter, so dass das einfach ein bisschen frischer aussieht, wenn die Knopfleiste auf ist und der weiße Rand von dem Tanktop rausguckt. Das sieht dann einfach immer ganz bisschen frischer aus. So, und dann nehme ich noch diesen Pullover mit. Das ist jetzt so ein beiger Kaschmir-Pullover mit Rollkragen. Bei dem bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich den so viel anziehen werde, weil der ist jetzt schon relativ warm. Und wenn man jetzt viel so in der U-Bahn unterwegs ist und dann in einem Kaufhaus rumläuft oder in Geschäften rumläuft und man hat so warme Sachen an, finde ich das auch eher unangenehm. Aber wenn man jetzt doch mal größere Runde durch den Park dreht oder so, dann finde ich den einfach sehr, sehr schön und der ist einfach auch gemütlich und sieht auch sehr schön aus. Ja, dann habe ich noch, weil wir planen, gegebenenfalls ins Theater auch mal zu gehen, diese Jacke mit. Das ist so eine Bläserjacke, die ist von Esprit. Durch die Knöpfe und so weiter sieht die ein bisschen schicker aus. Die nehme ich dann mit. Also die Jacke kann ich dann wunderbar mit diesem Longsleeve in Weiß kombinieren. Ja, das war es dann auch schon an Oberteilen und Hosen, was ich mitnehme. Die Schuhe, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ist aber klar bei einem Städtetrip über 4 Tage, wo wir wahrscheinlich Zehntausende von Kilometern am Tag laufen werden, nehme ich ein paar Schuhe mit, die extrem bequem sind. Und ich nehme diesmal hier die New Balance mit. Die haben 2 Vorteile, die haben eine ganz gute Sohle, man kriegt nicht so schnell kalte Füße, sie sind extrem bequem und die sind jetzt in so einem schwarz-dunkelblau. Das heißt, sie passen auch zu all dem, was ich mitnehme. Also Jeans mit den New Balance, selbst mit diesem etwas schickeren Bläser kann man die anziehen, weil es farblich dann auch wieder matcht. Und ja, mit denen, denke ich, komme ich gut durch London. Und gegebenenfalls kann man auch vor Ort noch ein paar Schuhe kaufen, aber eigentlich braucht man tatsächlich nur ein paar Schuhe, wenn man jetzt nichts vorhat, wo man irgendwie ganz festlich hingehen muss. Was ich dann noch mitnehme, ist natürlich Jacke und Schal. Also das heißt, ich nehme diesen Schal mit. Der ist vom Petit Bateau, habe ich auch schon ein paar Jahre. Das ist ein ganz dünnes Material, eigentlich mit so einem Seidenanteil drin. Finde ich jetzt ein bisschen angenehmer als ein Wollschal, weil eben auch wieder rein, raus, Bus, U-Bahn und so weiter. Habe ich zwar meinen Hals dann warm gehalten, aber nicht so ein monsterwarmes Wollding um. Also den Schal nehme ich mit. Ja, und dann nehme ich hier meinen Zara-Mantel mit, den grauen. Der ist ein bisschen oversize geschnitten, sehr gemütlich. Und ja, ich hoffe, dass das gut funktioniert mit dem Mantel. Ich habe in diesem Jahr eigentlich auch noch keine
richtig schöne Winterjacke gefunden. Da wollte ich jetzt in London sowieso mal gucken, ob ich was finde. Aber ich mag im Moment eigentlich diese ganzen Oversize-Downjacken nicht so gerne. Ja, und ich hoffe dann, dass wir ein paar schöne Geschenke vor Ort finden. Vielleicht auch noch das ein oder andere schöne Teil für uns selber. Und wenn alles gut klappt, dann hoffe ich, dass ich euch in dem nächsten Video auch so ein bisschen einen London-Vlog im Weihnachtsfieber zeigen kann. Also ich freue mich schon sehr auf die Dekoration in London. Ich war vor vielen Jahren mal in der Vorweihnachtszeit da. Es war schon echt richtig, richtig schön und hoffe, dass das diesmal auch so wird. Und zeige euch ein paar Sachen, die wir uns angeguckt haben und wo wir rumgelaufen sind. Und hoffe, dass ich euch damit dann auch noch mal ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung bringen kann. Ja. So, noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Handgepäck. Was packe ich da noch ein? Ich packe ein mein Handy, mein Portemonnaie, mein Pass, meine Kamera. Natürlich die Aufladegeräte. Also das letzte Mal, wo ich in London war, war es so, dass man überall USB neben den Betten hatte. Das heißt, ich brauche jetzt auch keinen Adapter für die englischen Steckdosen mitnehmen. Dann nehme ich mit ein Buch zum Lesen, klar, eventuell auch noch mein Tolino und oder, bin ich mir noch nicht sicher. Ja, und dann war es das auch schon in meinem Handgepäck. Und ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht, das Video anzugucken und freue mich, wenn ich euch im nächsten Video dann ein paar von unseren London-Impressionen zeigen kann. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dann!